Hallo, guten Morgen. Hier ist die Bielmeierin, die Bielmeier Katharine, mit einem Energie-Update für September. Genau, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin ein Miracle Worker, also bei mir gibt's sehr viel Veränderung. Bin auch ein Bewusstseinsdealerin und begleite und facilitiere die Menschen in etwas Größeres, in etwas anderes, in etwas, was mehr ihrem Herzen und ihrer Seele entspricht. Zurück, heim, zurück zu dir selber. Du selbst noch mehr sein, die Programme loslassen und das wählen und kreieren, was dein Herz und deine Seele tatsächlich möchten, wollen und erfahren und erleben wollen. Genau, dafür stehe ich, ob das bei Kindern ist oder auch für Erwachsene. Wir haben jetzt letztes Wochenende erst wieder mal so eine tolle 10-Jährige hier gehabt bei uns, das Wochenende. Und nach dem Wochenende hat sie bereits schon ihre Webseite und Instagram aufgebaut. Und weil sie liebt es, Kuchen zu kreieren, auch zu verzieren, nicht nur zu verzieren, sondern auch zu machen. Und sie hat so eine immense Kreativität. Und einfach durch meine Einladung hat sie es gleich aufgegriffen und hat ihrer Kreativität vollen Lauf gegeben. Also ich freue mich, wenn auch die jungen Leute nicht unbedingt hier nur vorm Fernseher oder Computer sitzen, sondern wirklich schauen, dass sie ihre Kreativität online kriegen, mit der verbunden sind und auch für die, weil das macht einfach am meisten Spaß, mit der leben können. Genau, so, ich habe euch versprochen, dass ich euch etwas erzähle, was ich heute schon, habe so große Angst vor allem, mir geht es sehr, sehr schlecht, habe Angst, dass ich Krebs habe, brennende Schmerzen im ganzen Körper, lieben Dank. Ja, liebe Petra, das ist heute jetzt nicht der richtige Zeitpunkt hier. Geh mit mir in Kontakt privat, hol dir eine Sitzung ab, lass uns endlich klären, was zu klären ist. Tatsache ist, dass der Funsplash, wo du deine Fragen und alles reinschreiben kannst, ist am Montagabend um 20:30 Uhr. Jetzt haben wir die Energien für September. Und bitte schreib mich einfach an, PM me, also privat, und lass uns doch schauen, ob wir dann nicht endlich ein Coaching machen können, eine Sitzung machen können, damit wir dich von all dem mal befreien können. Genau, so, hallo Wolfgang, schön, dass du dabei bist. Also, wir fangen nochmal an, wir kommen jetzt zu den Energien für September. Das allererste, was ganz stark sich abzeichnet, ist eben, und Petra, hör mal gut zu, vielleicht hat das auch schon ein Teil mit dir zu tun, sind im September können ganz viele körperliche Symptome erscheinen. Die können ein Tag sein, die können länger sein, die können auch etwas sein, wo du hinschauen sollst, wo du vielleicht dir sogar jemanden herholst, der mit dir drauf schaut, eventuell sogar zum Arzt gehst. Was für dich da am stimmigsten ist, mach dir keinen Kopf, werd nicht wahnsinnig. Schau lieber hin und manche gehen von heute auf morgen auch wieder. Warum diese körperlichen Symptome alle auftauchen hier, hat auch ganz viel damit zu tun, dass unser, wie kann man das nennen, dass alles wirklich speedmäßig noch mehr wird. Also wir beschleunigen. Wir werden da wirklich speedy und manche haben das sicher schon gesehen. Alles, was auftaucht, kann auch ziemlich schnell wieder gehen.
Manifestationen, Transformationen, Veränderungen gehen auch sehr schnell. Heilungen funktionieren mittlerweile auch schon sehr schnell. So, das wird im September noch mehr und mehr und mehr und auf die nächsten 2 Jahre auch noch sehr viel mehr. Und der Körper braucht einfach auch Raum und Zeit, um dahinter nachzukommen, weil das ist einfach die dichteste Energie oder Energieform. Das heißt, schau auf dich, horch hin, nimm das Werkzeug her, das der Mutter Erde ab und zu zurückzugeben oder zu fragen, wem es auch gehört. Wer mehr dazu wissen will zu diesen Tools, der meldet sich einfach bei mir, beziehungsweise ist morgen im Fansplash dabei, da kann ich dann nochmal drüber reden. Schick's einfach bestenfalls zurück, zu dem es gehört, mehr und mehr und mehr. Und auch, wenn irgendwas auftaucht und länger ist, dann check's auch aus und horch einfach noch mehr auf den Körper, wann er was braucht, wie er was braucht. Schau mal, was er für eine Ernährung braucht. Wenn alles so speedy geht und auch viel mehr Informationen in dieser Speedness transformiert werden bzw. transportiert werden, schau mal, wie viel Auszeit dein Körper immer wieder braucht, was er braucht, um hier gut mitzukommen. Und ich lade dich wirklich ein, auf deinen Körper zu hören, auch wenn irgendwelche Symptome hochkommen, dann wirklich mal dafür zu sorgen, dass die angesehen werden und angehört werden und dafür zu gehen. Gut, dann haben wir ein super, super tolles coole Veränderung. Wir haben ganz viel Veränderung nach wie vor. Viele Veränderungen in allen möglichen Bereichen, ob das deine Arbeit ist, wie du sie machst. Es muss nicht unbedingt heißen, dass du eine andere Arbeit nimmst, aber in der Art und Weise, wie du sie machst, wie du mit dir selber bist. Also viel, viel Transformation, viel Heilung auch immer noch. Viel Heilung, die auch viel schneller geht. Was hatte ich noch? Transformation, Heilung, genau. Dann kommen ganz viele Downloads auch runter im September. Ich meine, das geht dann jetzt auch, das fängt jetzt so richtig an. Viele, viele Downloads, also viele Energien, die sich runterladen, auch in deinen Körper, die neue Möglichkeiten mit sich bringen, die du am besten einfach, je nachdem, wie es dein Körper braucht, empfängst, in der Stille, in der Natur, in Meditation. Also schau mal, was sich alles hier im Moment für September, Oktober verändern will und verändern wird. Und bestenfalls bist du auch in der Energie, wo du jeden Tag deine Beziehungen auch mit dir selber hier zerstörst und umkreierst, um einfach neue Möglichkeiten zu kreieren. Denn es geht auch nochmal darum, für eine viel tiefere Präsenz, das wird sich mehr und mehr rauskristallisieren im September schon. Also es geht um ganz viel tiefere Präsenz in dir, tiefere Präsenz mit anderen. Beziehungen können nochmal ganz anders daherkommen, sich verändern, neue Möglichkeiten sind da auch, neue, also auch ganz andere Art von Menschen, mit denen du vorher warst. Eine ganz andere Art, mit den Menschen zu sein, mit dir selber zu sein. Das alles steht im September hier offen an Möglichkeiten. Und ich sage immer wieder Möglichkeiten, denn wie geht's noch besser? Was ist noch alles möglich? Jeder kreiert sich doch selber sein Universum, seine Realität. Und du pickst ja aus, was du für dich in deiner Realität haben willst. Ich erzähle euch nur die Möglichkeiten, die hier gerade da sind. Und mit denen ihr bestenfalls entweder weitergeht's, mit dem geht's. Genau. Und
Die Beziehungen, genau. Und tiefere Präsenz mit allem. Also du wirst sehen, dass du mehr und mehr, es geht, Leute, ihr lieben Leute, in den nächsten Jahren geht es einfach darum, dass viele, viele, viele mehr Menschen hier aufwachen. Diese Situation, die wir hier hatten in Österreich, bei manchen Ländern ist es ja noch immer ganz stark, sind die noch ganz stark unterwegs. Diese Situation ist auch eine Situation, die sehr viel Veränderung mit sich bringt, die uns richtig rausgeschmissen hat. Und dadurch viele zum Aufwachen bringen. Also aufwachen, aufwecken ist so wirklich auch großes Thema in den nächsten Jahren immer noch. Und auch noch im September natürlich, mehr und mehr. Und es geht wirklich, was ich sehe und was ich kriege, ist wirklich die Einladung, ganz aus den Programmen auszusteigen, ganz aus diesen Ansichten rauszusteigen, die deine Wirklichkeit und deine Realität hier, also all das, wie du dein Leben betrachtest, dich selbst betrachtest, all das jetzt loszulassen, mehr und mehr, und wieder aufzuwachen in die Größe, die du bist, in wieder heimkommen, und das mehr und mehr Leben, alles andere zu transformieren, zu verändern in die Energie, die du sein könntest, um dir selber ein großer Beitrag damit zu sein und auch um anderen natürlich ein Beitrag zu sein. Genau. Weil wir sitzen alle im gleichen Boot, der eine hat mehr oder weniger das, der andere hat mehr oder weniger das, aber Tatsache ist, dass es hier, und das ist unumgänglich, kollektiv hier sich Transformation und Veränderung und wirklich große Shifts hier sich vorbereiten und Veränderung auch auf der globalen kollektiven Bewusstsein dran ist. Sehr gut. So, dann haben wir noch, lasst mich nochmal nachschauen, nachfühlen, was ich dann noch alles habe für euch im Petto. Genau, es kommen noch ganz viele Überraschungen. Also September ist wirklich ein Monat der Überraschungen, große und kleine Überraschungen. Genau. Ich will es gar nicht positiv oder negativ betrachten, denn das ist ja auch eine Dualität und auch nur eine Betrachtungsweise, und je nachdem, wie du es betrachtest, wird dein Körper auch reagieren hier mit Angst oder Schrecken oder sonst irgendwas. Das brauchen wir hier gar nicht. Geh einfach in dein Herz rein, schau, was du mit diesen tollen Überraschungen kreieren kannst für dein Leben, für neue Möglichkeiten. Was kannst du aus dem das Beste für dich herausholen? Und das klingt vielleicht jetzt ego-orientiert, aber wenn du wirklich nach dem Besten aus allen Situationen, auch Überraschungen und überraschenden Situationen nachfragst, dann haben die immer ein Geschenk da drinnen. Also such das Geschenk, frag nach dem Geschenk, geh mit der Energie, geh mit dem, wofür du dir die Überraschungen kreiert hast, und betrachte es mal aus dem Augenwinkel, dass es wirklich immer etwas für dich da drinnen hat. Es können kleine und große Überraschungen sein. Was auch nicht so günstig ist im September, sind irgendwie Verträge zu unterschreiben. Das ist jetzt für September gar nicht so wirklich das Beste. Geht eure Arbeit mehr und mehr dazu, mehr Netzzuwerken, mehr euch zu verbinden, mehr gemeinsam zu kreieren, mehr, wie kann man das nennen? Also wirklich in Englischen heißt es Creationships, ja, also Kreationsships. Oder kreierende Beziehungen, also die, wo du einfach Projekte mit anderen machst, für etwas Neues gehst, etwas in die Welt bringst, mit deiner Arbeit so vernetzt, dass ihr auch vielleicht mit anderen Menschen hier, andere Menschen mit reinholt und mit reinbringt. Das steht schon lange an, mehr wir. Das geht aber nur dann, wenn wir bereit sind, unsere Ego-Lasten, also Programme und Ansichten mehr loszulassen.
Das kommt auch mehr und mehr im September online. Im September ist es trotzdem noch sehr gut, einfach wach zu sein, zu schauen, mit wem du was machen möchtest, wie das für dich am meisten kreiert es wirklich am meisten in deine Zukunft hinein. Frag einfach die Fragen ab und das Universum wird es dir und dein Körper wird es dir zeigen. Mit leicht und schwer einfach abfragen. Genau, und wer dann noch mehr dazu wissen will zu diesen Werkzeugen, dann meldet euch bitte, schreibt mir einfach gleich einen Kommentar. Auch für all die zukünftigen Zuschauer, wenn ihr mehr zu diesen Werkzeugen haben wollt, dann bitte meldet euch einfach. Cool, was haben wir noch? Konflikte, genau, wir haben noch die Energien, die dunklen Energien, für die alle, die noch mehr so in der Dunkelheit herumschwirren und etwas lost sind vielleicht oder lieber noch das wählen wollen, für die wird es mehr und mehr schwieriger. Das ist nicht so unbedingt im September. Und auch die nächste Zeit wird es einfach schwieriger, von den Plätzen zu kommen. Also es ist wirklich die Einladung für jeden, hier mehr aus dem Herz zu kommen und all die Ego-Gedanken, Ansichten, Betrachtungsweisen, vermeintlichen Schwierigkeiten, vermeintlichen Problemen hier mal loszulassen und mehr aus dem Herz zu schauen, zu kommen und vor allem immer das Geschenk da drinnen zu finden. Das ist das Geschenk, das du bist, das Geschenk, das andere dir bringen. Und das auch anzunehmen und zu empfangen. Genau, weil das könnte noch mehr in deinem Leben kreieren. Genau, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dann gerne. Petra, liebe Petra. Liebe Petra, ich sehe deine Frage hier und ich kann dich nur hier einladen. Komm zum Funsplash. Ich lade dich auch nochmal ein, komm zum O-Faktor Coaching, das ist einmal im Monat. Es wird Zeit, dass du aus all diesen Ängsten aussteigst und dafür wirst du wahrscheinlich jemanden brauchen, der dich wirklich begleitet. Und das wird wahrscheinlich nicht unbedingt das, was du brauchst, ist vielleicht nicht unbedingt ein Arzt, weil ich sehe, dass du schon bei sehr vielen Ärzten schon warst, sondern vielleicht mal jemand, der dich hier abholt und endlich dich auf deinen Platz wieder zurückbringst, wo du hingehörst. Cool. Und wenn du hier zu mir ein Vertrauen schon hast, dann bitte mach dir einfach eine Coaching-Sitzung aus. Cool. So, und alle ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen September. Sollte sich noch irgendwas herauskristallisieren für September, dann mache ich gerne noch einmal ein spezifisches FB Live für euch. Und denkt dran, es ist immer alles zum Besten. Also, egal wie es erscheint, egal was auftaucht, es ist immer zum Besten, es ist immer für dich, es ist immer das, was du vielleicht in der Vergangenheit kreiert hast, um aufzuwachen, um mehr zu sehen und mehr zu kreieren und überhaupt anzufangen, das zu kreieren, was du dir wirklich in deinem Leben wünschst, zu erleben und zu erfahren. Cool, let's go for it. Seid enthusiastisch, pottet all das, was ihr hier vielleicht an Ansichten habt, die eure Realität vielleicht schwerer machen. Das braucht's nicht. Potten, das ist ein Clearing-Satz, der in der Kurzversion. Wenn du mehr dazu wissen willst, komm doch einfach zum Funsplash morgen dazu. Oder check einfach auf meiner im Moment sein Seite webseite.com einfach aus. Da kriegst du auch zum Clearing Statement einiges dazu, mit dem ich arbeite und auch zu vielen anderen Werkzeugen. Und ich lade dich ein du kannst noch dazukommen zu kongruentem Leben.
Also die Eleganz zu kongruenten Leben. Was heißt das? Sehr oft benennen wir das und wollen uns sagen, wir wollen das wünschen wir uns und handeln und denken und Ansichten und aussprechen, tun wir genau die andere Seite oft oder ganz was anderes. Und all das wird hier in diesem 6-Monat-Kurs, in dieser Begleitung hier facilitiert und verändert, sodass du wirklich authentischer bist, mehr das kreierst, was du wirklich kreieren willst und das mit viel mehr Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, der Reichtum in dir, genau, der ja nicht nur Geld beinhaltet, sondern überhaupt der ganze Reichtum. Und das heißt natürlich bedingt auch, dass wir mehr und mehr in uns ankommen, bei uns bleiben, uns nicht verlieren, nicht alles aufnehmen. Sollte das etwas für dich sein, wir fangen am 12. an. Ich freue mich, wenn ich dich hier live dabei sehe und du dir vor allem für all die umwerfenden, chaotischen, denn das kommt auch noch mehr und mehr chaotischen Zeiten hier auf uns zu. Vor allem, du kannst fast nichts mehr hier vorbenennen oder vorvisualisieren, sondern bestenfalls bist du immer gut flexibel und spontan und holst dir auch die beitragenden Energien ab, die für dich das meiste kreieren oder dir einfach ein Beitrag sind. Denn wir brauchen das alle ab und zu. Ich habe es mir auch vor kurzem wieder mal geholt, um wirklich ranzugehen an den Speck, an die ganz tiefen Sachen, die so unbewusst sind, dass wir oft selber eigene blinde Flecken drauf haben. Und manchmal ist es einfach gut, ein Mentor, ein Coach oder ein Life-Changer, Miracle Maker, wie Katrin Bielmeier, wie ich eine bin, die einfach einzuladen und dich da facilitieren zu lassen. Und da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten. Montagabend, 20:30 Uhr. Cool, ihr Lieben, ich wünsche euch einen magic, wundervollen, super tollen, kreierenden September. Geht's mit der Energie, lasst euch von der Energie führen, nicht von euren Ansichten und Linearitäten und Programmen. Und was können wir alle jetzt, indem wir noch mehr zusammenrücken, noch mehr wir sind, noch mehr für uns selber da sind, self-caring sind, aber auch caring und achtsam mit den Gedanken, mit unseren Ansichten in der Welt. Genau, das war's. Hallo Marietta. Bitte nochmal nachschauen, wenn du erst jetzt dazu kommst. Nachhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall so viel Magic, denn ihr seid Magic. Ihr seid wundervolle, unendliche Wesen. Ihr könnt alles kreieren. All das, was ich euch jetzt benannt habe, sind Möglichkeiten. Und was möchtest du kreieren im September und wo möchtest du mehr haben, wo möchtest du weniger haben, was möchtest du ganz draußen haben? Setz dich hin, schau nach, aktualisiere bestenfalls deine Wünsche. Cool, ihr Lieben, und natürlich freue ich mich, dich persönlich mal irgendwann zu treffen. Ciao, wunderschönen September und einen schönen Sonntag euch noch.